Hallo, ich bin Lina und heute zeige ich dir 5 praktische Smart Tools im Social Hub, mit denen du eine Menge Zeit im Community Management sparen kannst. Unsere Smart Tools helfen dir dabei, die Tickets in deiner Inbox besser zu organisieren oder auch einzelne Schritte im Community Management komplett zu automatisieren. Und folgende 5 Smart Tools schauen wir uns heute mal genauer an. Erstens, Fragen als Priority markieren. Zweitens, Kommentare von Trollen oder Hatern direkt auf der Plattform verbergen. Drittens, die Netiquette einhalten mit Hilfe von Keywordlisten. Viertens, Superfans immer automatisch liken. Und 5. Tickets automatisch an den Support weiterleiten. Die Smart Tools findest du übrigens hier oben bei den Einstellungen. Sie basieren auf einem sehr simplen Wenn-Dann-Prinzip, um dir die Erstellung so einfach wie möglich zu machen. Aber fangen wir doch direkt mal mit der ersten Smart Tool an, und zwar, wie man Fragen als Priority markiert. Warum ist es überhaupt wichtig? Nehmen wir mal an, du hast um die 60, 70 Tickets in deiner Inbox. Die meisten davon sind einfach Emoji-Reaktionen auf deinen letzten Beitrag oder sowas wie Hey, cooler Post. Aber irgendwo ganz dazwischen verbirgt sich die eine Frage. Hey, kann man mit diesem Produkt auch XY machen? Natürlich möchtest du auf diese Frage so schnell wie möglich antworten, denn schließlich steckt dahinter echtes Kaufinteresse. Aber wie findest du diese Frage in dieser gesamten Liste aus 70 oder mehr Tickets? Und genau hier kommt dieses Smart Tool ins Spiel. Denn du kannst dir Tickets, die Fragen beinhalten, direkt als Priority markieren lassen, sodass du sie als erstes abarbeiten kannst. Im ersten Schritt legen wir uns eine Keywords-Liste an, die als Basis dient, um die Fragetickets zu erkennen. Hierfür gehen wir auf Neue Keyword-Liste, geben ihr einen Namen, wie zum Beispiel Fragen. Und nun kannst du Frageworte wie zum Beispiel was, wie oder warum eingeben oder, was auch geht, einfach nur das Fragezeichen-Symbol. Dann speichern wir die Liste und schon ist Schritt 1 auch schon erledigt. Nun geht es darum, die Smart Tool anzulegen. Dafür gehen wir wieder zurück auf Regeln und sagen Regel erstellen. So, und jetzt ist es wirklich ganz einfach, denn wir sagen, wenn ein Ticket ein Keyword enthält, und zwar aus unserer Frageliste, dann soll es als Priority markiert werden. Das heißt, wenn jetzt Tickets reinkommen, die eins unserer Fragewörter oder auch ein Fragezeichen beinhalten, landen sie automatisch hier im Priority-Ordner und können als erstes bearbeitet werden. Kommen wir zu Smart Tool Nummer 2, und zwar wie man Kommentare von Trollen oder Hatern ganz einfach automatisiert auf den Plattformen verbergen kann. Hier arbeiten wir nicht mit Keywords, sondern mit Nutzerlisten. Wie du siehst, haben wir schon bereits ein paar Listen angelegt. Wenn du eine neue anlegen möchtest, tust du das ganz einfach über Neue Liste. Aktuell ist unsere Trollliste noch blank, aber das ist kein Problem, denn diese Liste kannst du während deines Community Managements Schritt für Schritt befüllen. Und zwar so. Sollte dir bei der Bearbeitung deiner Tickets ein Account auffallen, der auf jeden Fall nach einem Troll oder einem Hater oder sogar nach einem Bot aussieht, kannst du ihn ganz einfach über das Dropdown-Menü hier unten auf eine Benutzerliste setzen. Dann wählst du hier nur noch die Trollliste aus und speicherst sie. Das heißt, dieser User landet jetzt auf der Trollliste und wird so immer wieder erkannt. So, wieder in der Smart Tool Übersicht angekommen, gehen wir auf Regel erstellen und sagen, wenn ein Nutzer aus einer bestimmten Liste ist, und zwar aus unserer Trollliste, dann soll er automatisch auf der Plattform verborgen werden. Das heißt, wenn die Nutzer von unserer Trollliste wieder irgendwelche Kommentare unter unsere Beiträge posten, werden diese automatisch verborgen. Das spart unheimlich viel Zeit und Nerven. Und du kannst die Liste natürlich jederzeit weiter ausbauen. Nun kommen wir zu Smart Tool Nummer 3 und die ist besonders praktisch, wenn du eine Netiquette für dein Community Management hast. Denn mit unserer Keyword-Liste kannst du auch hier arbeiten, um unerwünschte Kommentare zu verbergen. Statt mit einer Benutzerliste zu arbeiten, kommen hier allerdings wieder die Keywords ins Spiel. Und zwar kannst du dir zum Beispiel eine Keywordliste mit Schimpfwörtern oder eine spezielle Netikettenliste anlegen mit Begriffen, Worten, Sätzen und so weiter, die du unter deinen Kommentaren nicht sehen möchtest. Diese speicherst du dann ab und dann geht es auch schon wieder zurück zu den Regeln. Das heißt, wir sagen jetzt, dass wenn ein Ticket ein Keyword aus unserer Schimpfwörterliste enthält, dann soll auch dieses auf der Plattform verborgen werden. Auch das spart wieder unheimlich viel Zeit, weil du nicht jeden einzelnen Beitrag manuell ausblenden musst. Kleiner Tipp von uns: Wenn dir auffällt, dass unter einem gewissen Beitrag besonders viele Kommentare kommen, die gegen die Netiquette verstoßen, empfiehlt es sich, nochmal einen eigenen Kommentar zu posten, der genau auf die Regeln des Community Managements verweist. Aber kommen wir bei Smart Tool Nummer 4 doch mal zu was Positivem, den Superfans.
Schließlich sind nicht alle Nutzer Trolle, Hater oder Pöbler online. Es gibt auch ganz viele Menschen, die deinen Content einfach feiern. Und diese kannst du ganz einfach automatisiert mit einem Like belohnen. Hier arbeiten wir wieder mit der Benutzerliste. Nur anstatt eine Liste für Trolle anzulegen, legen wir eine für Superfans an. Wie du siehst, haben wir das auch schon bereits getan und können direkt zur Regelerstellung gehen. Wie du siehst, haben wir schon ein bisschen vorgearbeitet, denn diese Regel nutzen wir tatsächlich auch selber gern. Und zwar sagen wir dann halt auch, wenn das Ticket einen Benutzer aus unserer Liste Superfans enthält, erhält er automatisch ein Like. Zudem sagen wir auch noch, dass wir das als Priority markieren wollen, denn wir möchten natürlich auch sehen, was unsere Superfans so posten. Smart Rule Nummer 5 ist besonders spannend für alle, die besonders viele Support-Anfragen bekommen. Wie du sicherlich weißt, kannst du diese ja per E-Mail direkt an den Support weiterleiten. Mit den Smart Rules kannst du diesen Schritt aber komplett automatisieren. Und zwar geht es über unsere Keywords. In einer Support-Keyword-Liste fügst du einfach alle Worte oder Begriffe oder Sätze ein, die besonders häufig in deinen Support-Anfragen vorkommen. Das können zum Beispiel entweder Worte wie Bestellnummer sein oder auch konkrete Fragen wie, wo bleibt eigentlich meine Bestellung oder ich versuche schon seit Tagen den Support zu erreichen. Diese Liste kannst du natürlich auch jederzeit wieder verfeinern oder ergänzen. Es braucht manchmal einige Zeit, bis man sie so weit gefeintuned hat, dass sie genau auf deinen Use Case passt. Und dann sind wir tatsächlich auch schon wieder bei unseren Regeln und sagen einfach, dass wenn ein Ticket ein Keyword aus unserer Support-Liste enthält, dann soll es per E-Mail weitergeleitet werden. Jetzt kannst du hier den Empfänger angeben, wie zum Beispiel die allgemeine Support-E-Mail, kannst auch sagen, an wen die CC geht, einen Betreff, dass das immer drin sind, hey, weitergeleitetes Ticket, und dann kannst du noch optional eine Nachricht hinzufügen. Der Empfänger der E-Mail erhält dann das Ticket und kann sich bestenfalls direkt darum kümmern. Es gibt natürlich noch unzählige weitere Möglichkeiten, mit den Smart Rules zu arbeiten, um deine Arbeit im Community Management zu erleichtern. Probier es doch einfach selbst mal aus und wenn du Fragen hast, melde dich bei uns. Wir helfen dir gerne weiter.